Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute tatsächlich nicht mit meinem Mann Tobias. Ich habe einen anderen Gast, meine Kollegin Daria. Hallo. Dankeschön, dass du hier bist und dass du bereit bist, mit uns deine Erfahrung zu teilen. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Daria, magst du dich kurz vorstellen und erzählen, was du bei uns machst und was du vielleicht vorher gemacht hast? Ja, sehr gerne. Also ich bin Daria und ich arbeite jetzt seit 2 Jahren für Learn German Fast und seit einem Jahr auch nur für Learn German Fast. Ich habe angefangen als Autorin und mache das immer noch, aber bin jetzt auch Project Managerin. Das heißt, ich helfe hinter den Kulissen und erstelle mit unserem Team, mit Natalia zusammen die Kurse. Und bin aber ursprünglich Deutschlehrerin, genau wie Natalia auch. Wir hatten eine coole Idee gehabt, mit euch die Erfahrungen von Menschen zu teilen, die in Deutschland als arbeiten. Und Daria hat als Lehrerin gearbeitet und arbeitet jetzt als Project Manager. Und vielleicht möchte jemand von euch auch mal als Lehrerin in Deutschland arbeiten und kann dann von unseren Erfahrungen profitieren. Ja, das würde uns sehr freuen. Unser ganzes Gespräch werden wir für euch als PDF-Datei skripten. Dann könnt ihr auch noch mehr Wortschatz lernen, neue Vokabeln, Redemittel. Und zu dem neuen Wortschatz gibt es natürlich eine Übung. Also ladet euch gerne das ganze Skript herunter. Ihr findet den Link unter dem Video in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Und wir starten direkt mit der ersten Frage. Was hast du studiert? Ich habe im Bachelor Germanistik und Geschichte studiert und habe dann in Mainz an der Universität meinen Master in Deutsch als Fremdsprache gemacht. Genauso wie ich. Genau. Wir haben tatsächlich genau den gleichen Studiengang abgeschlossen, nur ein paar Jahre auseinander. Wann hattest du deinen Abschluss gemacht? Ich habe 2016 den Abschluss bekommen. Genau, und ich dann 3 Jahre später, 2019. Dann haben wir uns knapp verpasst. Ja, sehr cool. Also Deutsch als Fremdsprache, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man das studiert, was kann man mit diesem Abschluss danach machen? Man lernt Deutsch als Fremdsprache, um damit Deutschlehrer oder Deutschlehrerin für Ausländerinnen und Ausländer zu werden oder im Ausland Deutsch zu unterrichten. Und hattest du das Gefühl, dass die Dozentinnen uns schon dazu ermutigt haben, ins Ausland zu gehen und da zu unterrichten? Oder war das nicht so, dass sie irgendwie dich gepusht haben, was Bestimmtes zu machen? Ja, doch schon. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, denn ich habe mich für dieses Studium entschieden, weil ich gern ins Ausland wollte. Und ich glaube, einige hatten das auch im Hinterkopf, aber gar nicht so viele, wie ich gedacht hatte. Viele wollten doch auch in Deutschland bleiben und in Deutschland unterrichten. Aber unsere Dozentinnen, es waren nur Frauen, Dozentinnen haben uns schon ermutigt, ins Ausland zu gehen. Und zwar gibt es ganz viele Partneruniversitäten und Partnerschulen im Ausland, wo wir Praktika machen konnten. Also da gab es eine Datenbank, aus der wir dann tatsächlich eine Kommilitonin und ich uns auch eine ausgesucht haben und dann ein Praktikum in Kolumbien gemacht haben. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja. Wie lange? 3 Monate und das war eine super Zeit. Oh, ja, schön. das war wirklich ganz toll. Ich habe sehr viel gelernt und ja, auch viel von der Welt noch dazu gesehen. Das war wirklich besonders. Ja, richtig cool. Ich war damals in Estland und habe da auch ein Praktikum gemacht, 3 Monate an der Cool. Uni. Und das war auch wirklich tolle Zeit. Und du hast auch das Gefühl gehabt, dass die Dozentinnen da schon auch einen unterstützt haben bei, oder? Ja, und ich hatte aber tatsächlich noch das Gefühl, dass sie wollten, dass wir weggehen. Also komplett. Ich habe mich beworben und damals, ja, ich hatte noch meinen festen Wohnsitz in der Ukraine und habe mich dann für den Master beworben. Auf jeden Fall war ich gerade fertig mit meinem Bachelor in der Ukraine und Frau Wilkop meinte dann, das ist super, dann sammeln sich hier ganz viel Erfahrung, wie man modern Deutsch unterrichtet, nicht mehr diese Grammatik-Übersetzungsmethode.
Und dann können sie zurück in die Ukraine und da das dann quasi weitergeben. Und das war gar nicht mein Plan. Das war der Plan von Frau Dr. Wilkup, dass wir alle zurückgehen. Ich wollte natürlich nicht zurück, bin ich ja auch nicht gegangen und habe mich dann auch selbstständig gemacht. Aber was für mich interessant war, das war mir gar nicht klar vorher, bevor ich mich beworben habe, dass man danach keinen festen Job bekommt. Das war so eine Überraschung für mich und ich glaube, es ist wirklich auch für euch alle relevant, wenn man in Deutschland als Lehrerin für Ausländer arbeitet, dann bekommt man wirklich sehr schwer einen festen Arbeitsplatz. Also man ist in 99% der Fällen Freiberufler. Ja, das stimmt. Wie war es bei dir nach der Uni? Also mir war das bewusst, dass man als Lehrkraft, also als DAF-Lehrkraft, sagt man ja, Deutsch als Fremdsprache, Lehrkraft, eher selbstständig tätig ist. Für mich war das ja erstmal so der Plan, ich gehe ins Ausland, da gucke ich dann mal, was es gibt, vielleicht an der Universität oder so. Und dann, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin 2016 fertig geworden mit meinem Master. Und ich weiß nicht, ob sich die Zuschauerinnen und Zuschauer daran erinnern, aber das war ja eine Zeit, wo sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, vor allem aus Syrien, aus Afghanistan. Es gab ganz viele Menschen, auch junge Menschen in Deutschland, die Unterstützung brauchten, sprachlich Unterstützung brauchten. Und das war so eine besondere Zeit deshalb. Und ich habe an der Uni als Hilfskraft gearbeitet für meine Professorin damals, Frau Grein. Und die hatte ganz viele Kontakte und hat gesagt, Daria, da sucht jemand an einer berufsbildenden Schule eine Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache. Stell dich da doch mal vor. Und dann habe ich das gemacht. Und so habe ich großes Glück gehabt und habe so erstmal eine Anstellung bekommen an einer Schule. Aber warst du dann in den Schulferien auch angestellt oder in den Schulferien hattest du dann keinen Job? Tatsächlich hatte ich das erste Mal Glück. Da habe ich nämlich, glaube ich, einen 2-Jahres-Vertrag oder 3-Jahres-Vertrag bekommen. Aber es war so, dass der befristet war. Und in Deutschland ist es ja so, dass die, ich nenne es jetzt mal normalen Lehrkräfte an der Schule meistens verbeamtet sind und damit einen unbefristeten Vertrag haben, also sehr viel Sicherheit. Ja. Und das war in meinem Fall nicht so, weil ich nicht Lehramt studiert hatte und daher einen anderen Vertrag bekommen habe. Und das ist auch ein richtig guter Punkt. Lehrkräfte dürfen theoretisch auch nicht verbeamtet werden, oder? Das liegt daran, dass es so Planstellen gibt und es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Planstellen und auf diese Planstellen kann man sich dann, wenn man Lehramt studiert hat, bewerben. Und wenn man so eine Planstelle bekommt, dann kann man auch verbeamtet werden. Es gibt aber auch Lehrkräfte, die Lehramt studiert haben, die, ich sage jetzt mal, nur angestellt sind im öffentlichen Dienst. Das war der Grund, warum du nicht ins Ausland gegangen bist? Ja, das ist dann so passiert irgendwie. Ich hatte geplant, ich gehe ins Ausland. Ich hatte schon überlegt, nach Frankreich zu gehen oder nach Spanien. Da hatte ich auch mal ein halbes Jahr studiert. Ja, dann kam, wie gesagt, diese Möglichkeit, an der Schule zu unterrichten. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach Mensch, es sind so viele Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen. Und habe dann gesagt, ich probiere das einfach mal, weil das auch so ein wichtiger Job war und mir so viel wie sagt man denn, Purpose gegeben hat. Vielleicht Sinn oder so? Genau, das war eine sehr sinnstiftende Aufgabe. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich probiere das mal. Und dann habe ich mich vorgestellt, das war damals an der berufsbildenden Schule in Bingen. Und ja, die wollten mich dann auch und dann habe ich da angefangen. Gab es so Momente, dass du so wirklich frustriert warst und dachtest, boah, was mache ich hier? Ja, also Frustration gehört irgendwie auch immer mit dazu, aber das hatte selten mit meinen Schülerinnen und Schülern zu tun, sondern vielleicht eher so mit dem Drumherum. Also das muss man sich bewusst sein, wenn man an einer Schule arbeitet, dann arbeitet man irgendwie auch an einer Behörde. Und das sind sehr oft noch sehr starre Prozesse, Dienstwege, Vorgaben. Und wenn man dann da als junge Lehrkraft, die auch gar nicht damit gerechnet hatte, dass sie an der Schule landet, dahin kommt
und da ganz viele Ideen hat und Dinge machen möchte, dann hat man auch schnell gemerkt, dass man an Grenzen stößt. Also, dass man an Grenzen des Systems stößt. Und, Ich dachte immer, dass diese Integrationsklassen sehr flexibel sind und dass man da ziemlich viel Freiheit hat. Ja, also was inhaltlich so und auch vor allem, ich sage jetzt mal, die Methodik und ich konnte mir aussuchen, welches Lehrwerk ich nutze und wie ich da rangehe, methodisch, didaktisch und auch inhaltlich hatte ich sehr viele Freiheiten, das stimmt. Wie lange hast du an der Schule gearbeitet und was ist danach passiert? Wo bist du dann hingewechselt? Ich habe nach dem Studium 4 Jahre an der Schule gearbeitet und ich habe aber während des Studiums schon ein Jahr an der Realschule Plus gearbeitet, auch in so einer internationalen Klasse. Also 5 Jahre an Schulen und danach wollte ich gerne zurück in meine Heimat nach Köln und habe dann deshalb schweren Herzens mich entschieden, meinen Job aufzugeben und habe dann in Köln nach einem Job gesucht. In Köln, das liegt ja in Nordrhein-Westfalen, war das aber nicht so einfach, an einer Schule zu unterrichten, wenn man nicht Lehramt studiert hat. Und deshalb bin ich so ein bisschen von meinem Weg als Lehrkraft abgewichen und habe dann so in Richtung Jobcoaching und soziale Arbeit gearbeitet. Aber auch trotzdem weiterhin mit der Zielgruppe, also vor allem mit Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden und nicht Deutsch die Muttersprache. Warst du da dann fest angestellt? Ja, und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden. Ich hätte in Köln auch natürlich für Institute Deutsch als Fremdsprache unterrichten können, aber ich habe nach einem festen Job gesucht. Ja, dann kommen wir langsam zu dem interessantesten Thema, und zwar Vorteile und Nachteile von der Arbeit als DAF-Lehrkraft, also DAF-DATS, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache. Wir haben das schon kurz angesprochen, dass man meistens nicht angestellt wird, das heißt, man ist ein Freiberufler. Also hattest du in deiner Erfahrung ein paar Jahre oder ein paar Monate, dass du wirklich komplett als klassische DAF-Lehrkraft freiberuflich gearbeitet hast? Ich habe vor allem Vollzeit als Lehrkraft gearbeitet und das aber online gemacht und habe dort für unterschiedliche Institute oder private Sprachschulen gearbeitet. Und ich habe einmal so ein Kleincoaching mit Kleingruppen gemacht, wo ich Deutsch unterrichtet habe und aber auch Berufssprachkurse unterrichtet. Und das sind Deutschkurse ab meistens so B1-Niveau, die dann auf den Berufsalltag in Deutschland vorbereiten. Also zu den Vorteilen kann man auf jeden Fall sagen, wenn man selbstständig als DATS-Lehrkraft arbeitet, hat man sehr viele Freiheiten. Selbstständig bedeutet ja, man ist auch irgendwie so sein eigener Chef. Das heißt, man kann sich aussuchen, für wen arbeite ich, wie viele Stunden arbeite ich. Und natürlich, wenn es der Arbeitsmarkt hergibt, sag ich mal, kann man natürlich sich auch aussuchen, möchte ich lieber Anfängerniveaus oder fortgeschrittene Niveaus unterrichten und ja, hat in dem Sinne viele Freiheiten. Aber Selbstständigkeit in diesem Bereich ist jetzt nicht so, wie man sich das normalerweise vorstellt, dass man so komplett selbstständig und unabhängig ist. Denn meistens arbeitet man ja trotzdem für eine Schule. Und diese Schule gibt einem trotzdem auch Vorgaben. Das heißt, man hat diesen Kurs und der Kurs findet zu bestimmten Zeiten statt. Und manche haben ihre eigenen Unterlagen, die benutzt werden sollen, manche natürlich nicht. Und das heißt, ja, man hat bestimmte Freiheiten, aber man ist auch nicht so frei, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, als selbstständiger Programmierer irgendwie Aufträge annimmt, sag ich mal. Und finanziell ist dieser Job gut bezahlt oder du lächelst schon so ein bisschen? Ja, weil wenn man das so hört, dann verdienen Lehrer teilweise auch so 40 € pro Stunde oder Unterrichtsstunde. Also es klingt erstmal richtig viel.
Ja, gerade wenn man Integrationskurse oder Berufssprachkurse unterrichtet, wichtig ist, dass man dafür in Deutschland spezielle Qualifikationen braucht. Also ich habe zum Beispiel für den Berufssprachkurs dann online eine Schulung besucht. Ich habe da auch sehr viele sehr gute Sachen gelernt, also das war toll. Das brauchte ich aber, um dann Berufssprachkurse unterrichten zu können. Hat man so ein Zertifikat, dann kann man schon guten Stundenlohn bekommen. Das heißt also so um die 40 €. Aber man muss da natürlich immer drüber nachdenken, das ist brutto, nicht netto. Und weil man selbstständig ist, geht da sehr viel von ab. Man ist für seine Krankenversicherung, für die Sozialversicherung komplett selbst verantwortlich. Auch die Steuern zahlt man dann am Ende des Jahres komplett selbst. Und ja, das geht natürlich dann ins Geld. Und das muss man immer mitberechnen. 40 € klingt immer gut, aber da geht noch einiges von ab. Ich glaube, dass der größte Fehler, den sehr viele Lehrer am Anfang machen, ist die Rentenversicherung, weil man normalerweise als Selbstständige die Rentenversicherung nicht zahlen muss oder beziehungsweise sich befreien kann, aber nicht als freiberuflicher Lehrer oder Erzieher. Und viele so junge Lehrerinnen, die wissen das nicht und dann zahlen sie es nicht. Und ja, dann Dann wird's irgendwann kommt eine große Nachzahlung und es kann teilweise bis zu 10.000, also bei mir waren es 10.000 Euro. Oh, dir ist das passiert, ja? Ja, Oh, wow. mir ist das leider passiert und dann musste ich 10.000 Euro nachzahlen. Das war so schrecklich, dieses Gefühl, den Brief aufzumachen. Ich wusste gar nicht, was sie von mir wollen. Es gab eine Steuerprüfung bei einer Sprachschule und dann, die hängt natürlich zusammen mit der Rentenversicherung. Und dann hat die Sprachschule mich bei der Rentenversicherung gemeldet, dass ich für die unterrichte. Dann meinte Rentenversicherung, okay, Frau Richtmeier, Sie haben die letzten 3-4 Jahre keine Beiträge gezahlt. Das war wirklich schrecklich, aber jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, lenke ich die Aufmerksamkeit von jungen Lehrkräften darauf, weil das so wichtig ist, von Anfang an die Situation zu klären. Die Krankenversicherung vergisst man nicht. Das ist etwas, was man sowieso braucht. Naja, das war meine Horrorstory mit der Rentenversicherung. Genau, also das ist, glaube ich, so der größte Nachteil, dass man wirklich alle Kosten selber tragen kann. Ja. Ich hatte ja so Glück, dass ich nach dem Studium direkt in diese feste Anstellung gekommen bin. Und während des Studiums habe ich das schon gemacht. Und man muss dazu ja auch sagen, es ist nicht nur der finanzielle Teil, der da ein bisschen belastend ist. Es ist auch sehr viel bürokratischer Aufwand. Also wenn man dann das erste Mal in seinem Leben seine Steuererklärung selbst machen muss und man muss sie machen, wenn man selbstständig ist. Und das ist dann auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, aufwendiger, als wenn man als angestellte Person arbeitet. Und ja, das war sehr viel Arbeit, das war sehr viel Geld. Und dann habe ich gesagt, das war so angenehm, angestellt zu sein. Ich suche mir jetzt erstmal noch mal eine Stelle, also als Angestellte. Ja, und das habe ich dann auch zum Glück gefunden. Aber dann kam ja irgendwann die Zeit, wo ich gerne auch wieder ein bisschen flexibler, vor allem auch örtlich flexibler sein wollte. Und das ist man natürlich, wenn man fest angestellt ist, nicht. Ja, so hast du dann bei mir angefangen. Genau, so habe ich dann Lohn mit was gefunden und bin ganz glücklich. Ja, das war echt interessant, weil wir haben immer noch so eine WhatsApp-Gruppe mit ganz vielen Lehrkräften aus unserem Studiengang, aus ganz vielen verschiedenen Jahrgängen. Und ich habe da diese Jobanzeige gepostet und meinte, ich suche Unterstützung und dann hat sich Daria gemeldet. Das kam damals perfekt. Ich habe Ja. nämlich gerade in dem Moment gesagt, ich suche was, wo ich auch von zu Hause aus arbeiten kann. Und ja, dann kam das wie gerufen. Perfekt. Ich habe hier noch eine interessante Frage. Würdest du heute so rückblickend etwas anders machen oder würdest du den Weg genauso gehen, wie du das gemacht hast? Ja, ich finde das immer so eine interessante, aber auch schwierige Frage, weil in Retrospektive kennt man dann ja so einige Infos, die man vorher nicht hatte. Aber dadurch, dass ich jetzt so glücklich bin mit dem, wo ich bin, würde ich sagen, ich würde es immer wieder so machen. Aber für die Personen, die das jetzt sehen und sich vielleicht so die Frage stellen, ist das was für mich oder nicht, da würde ich auch nochmal ganz klar mir die Vor- und Nachteile, ich sage jetzt mal von einer Selbstständigen,
Tätigkeit anschauen. Da geht es darum, was will ich, wo möchte ich in 5 Jahren sein? Brauche ich die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit, auch dass ich irgendwie weiß, auch in 5 Jahren habe ich noch einen Job? Oder ist mir wichtig, dass ich bin jetzt vielleicht noch jung, noch ungebunden, möchte ich noch ein bisschen mehr reisen, möchte ich noch Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen? Und vor diesem Hintergrund würde ich dann diese Entscheidungen treffen. Das habe ich damals gemacht und habe mich aber auch immer so ein bisschen treiben lassen und geschaut, wo öffnet sich eine Tür vielleicht, und habe dann so Chancen ergriffen. Aber wichtig, würde ich sagen, ist bei dieser Frage, was brauche ich, was will ich, wo möchte ich hin, und sind das diese Konditionen, die mich dahin bringen? Ja, das ist etwas, was ich unterschätzt habe. Also ich wusste nicht, dass es dann so schwierig sein wird, einen Job zu finden, in dem ich Karriere machen kann, weil das etwas ist, was ich schon immer machen wollte. Genau, und dann hatte ich nach dem Studium so einen Realitätsschock, weil ich gemerkt habe, warum stellt mich keiner ein? Ich habe dann unterrichtet und ich hatte auch wirklich tolle Klassen und habe auch immer noch Kontakt zu vielen Schülern. Aber nach so 3 Jahren ungefähr habe ich gemerkt, nee, ich kann das nicht die nächsten 40 Jahre machen. Das muss man auch beachten, dass man einen Beruf dann bis zur Rente ausübt. In der Theorie wechselt man selten komplett die Branche. Man bleibt dann in seiner Industrie. Man kann vielleicht ein bisschen so die Richtung wechseln, aber man bleibt in der Industrie, und in der Industrie, wo ich war, hat man freiberuflich gearbeitet. Und das heißt dann, erstens keine Sicherheit, okay, die habe ich jetzt auch nicht, aber auch keine Karriere, nicht mehr Geld. Also klar, man verdient immer ein bisschen mehr, Inflationsausgleich und so, aber es ist nicht signifikant mehr. Das heißt, ich habe dann auch das für mich so ein bisschen abgewogen und gedacht, ich brauche noch was anderes. Und tatsächlich habe ich ja die ganze Zeit schon Learn German Fast gemacht. Also das war mein Hobby nebenbei, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ich glaube, da geht's mehr. Und dann kann ich meine Karriere haben. Und dann hast du Selbstständigkeit in dem ursprünglichen Sinne dann für dich entdeckt. Weil das ist ja noch mal was anderes. Jetzt bist du tatsächlich wirklich deine Chefin und hast dein eigenes Unternehmen. Das ist noch mal was anderes als so eine Selbstständigkeit als Deutschlehrkraft. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nämlich als Lehrkraft, und das gilt jetzt aber, würde ich sagen, fast auch für Lehrkräfte an Schulen. Ja, es gibt wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Natürlich, man hat immer andere Schülerinnen und Schüler, und auch der Lehrstoff, der ändert sich mal, der aktualisiert sich, aber ja, man hat jetzt nicht so unbedingt die Möglichkeiten, sich nochmal super weiterzuentwickeln und nochmal eine ganz andere Rolle für sich zu finden. Und das ist auch nochmal wichtig, dass man sich dann dessen bewusst ist, okay, ist das ein Job, den ich mir dann auch bis zur Rente vorstellen kann? Ja, das konnte ich nicht. Konntest du das? Nee, ich glaube, ich bin jetzt schon sehr froh, dass ich auch jetzt für Learn German Fast so viele neue Dinge lerne und mich weiterentwickeln kann. Und ja, bin da irgendwann ist das schon langweilig. Also irgendwann geht man zum 10. Mal das gleiche oder zum 100. Mal das gleiche Thema durch, nochmal die gleichen Grammatikthemen, Wortschatzübungen, und klar, die Schüler ändern sich, aber die Themen sind immer gleich. Ja. Und ich glaube auch, das Schwierigste ist vielleicht auch, der Urlaub wird nicht bezahlt. Ja, das heißt, immer wenn du weg bist, du gibst das Geld für Urlaub aus und du verlierst Geld, weil du nicht arbeitest. Und die Krankheitstage natürlich auch. Also wenn man krank ist, dann muss man sich dann auch gut vorbereiten. Ne? Wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, stürzt und nicht unterrichten kann oder lange krank ausfällt, ja, dann muss man auch schauen, wie man das dann finanziell stemmt. Also ich würde sagen, dieser Job hat sehr viele Nachteile, die haben wir euch gerade erklärt, und auch einige Vorteile. Es ist schon wichtig, sich das alles klar vor Augen zu führen und entscheiden, will ich das nicht. Und ich glaube, wir sind das beste Beispiel dafür, dass auch wenn man sich dafür entscheidet, kann man doch noch was anderes machen. Ja, total. Also ich finde schon, dass
das auch ein super Studium war. Ich fand das damals ganz toll. Das hat einen gut vorbereitet auch auf den Beruf. Und wenn man eine Person ist, die auch gerne für sich selbst sich weiterentwickelt und irgendwie am Ball bleibt, dann ist das trotzdem ein Job, mit dem man auch andere Dinge dann machen kann später. Ja, ich wollte tatsächlich oder habe damals noch überlegt, ob ich Marketing studiere. Und ich war 23 oder so, als ich mit dem Master angefangen habe. Und damals, fast 10 Jahre her, habe ich gesagt, Tobias, mein Mann, meinte, du kannst ja noch Marketing studieren, fang jetzt mit einem Bachelor an. Und das war für mich ein komplettes No-Go. Ich bin 23. Schon so alt. Ja, ich fange doch nicht jetzt mit Marketing an. Und habe das dann nicht gemacht, habe dann weiterhin das studiert, was ich im Bachelor gemacht habe. Und das Leben spielt manchmal verrückt, weil jetzt mache ich doch ganz viel Marketing. Genau, also jetzt mache ich ganz viel von allen Sachen, Marketing, Sales, Strategie. Ich bin auch sehr kreativ und kann mich dann auch vor der Kamera ausleben, wie hier zum Beispiel. Habe eine tolle Community. Also jetzt mache ich ein bisschen was von allem. Aber damals war das schon sehr interessant. Okay, mit 23, das Leben ist vorbei. Ja, ich muss schon erwachsen sein. Dieses Schlagwort nennt sich ja dann immer lebenslanges Lernen und ich glaube, das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten total geändert. Man muss sein Leben lang weiterlernen und ich glaube, das ist vielleicht auch also wenn ich jetzt hier einen Tipp geben darf, würde ich sagen, wenn ihr damit spielt, noch mal was zu lernen, vielleicht auch noch was zu studieren. Ich wäre da immer dahinter und würde das ausprobieren, weil am Ende, wenn man was dazu lernt, ist das nie irgendwie vergeudete Zeit, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, das war auch ein schöner Spruch. Ja. Vergeudete Zeit. Naja. Das Wissen, das, was man gelernt hat, steigert quasi deinen Wert auf dem Markt als Arbeitskraft. Daher, Wissen schadet nie. Daria, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir haben sehr viele Insights geteilt und hoffentlich habt ihr auch ganz viel gelernt, neue Vokabeln, neue Redemittel und auch ein bisschen unsere Erfahrung, wie das ist, als Lehrerin zu arbeiten. Das hoffe ich auch. Dankeschön und dann bleibt dran, bleibt fleißig, denkt daran, dieses Video zu liken, abonniert Learn German Fast und wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Tschüss! Tschüss!